Hast du manchmal das Gefühl, du sprichst zu langsam? Viele Deutschlernende fühlen das und schämen sich dafür. Heute zeige ich dir, wie du schneller Deutsch sprechen kannst, ohne viele Fehler. Dass du langsam sprichst, hat einen klaren Grund. Du fühlst dich nicht sicher, wenn du Deutsch sprichst. Und um das zu ändern, musst du etwas verstehen. Dein Mund ist nicht zu langsam, dein Kopf ist zu voll. Wenn du sprichst, denkst du an Grammatik, Artikel und Satzbau. Dein Kopf kontrolliert alles gleichzeitig. Dann kann dein Mund nicht frei sprechen. Er wird langsam und steif. Das ist normal. Das passiert vielen Lernenden. Du sprichst auch langsam, weil du keine Fehler machen willst. Du willst klar sprechen. Du willst gut klingen. Diese Angst bremst dich. Dein Satz wird langsam, weil du ihn schützt. Das ist kein Fehler. Das ist ein Schutz für dich. Aber dieser Schutz macht dich unsicher. Tempo entsteht nicht im Kopf. Tempo entsteht im Gefühl. Du sprichst in deiner Muttersprache schnell, weil du dich sicher fühlst. Wenn du diese Sicherheit im Deutschen bekommst, wirst du automatisch schneller. Ohne Druck und ohne Stress. Der erste Schritt ist einfaches Sprechen. Viele Lernende sprechen zu kompliziert. Sie machen lange Sätze und benutzen viele Wörter. Sie denken zu viel. Wenn du einfach sprichst, wirst du schneller. Kurze Sätze helfen dir. Klare Wörter helfen dir. Feste Muster helfen dir. Dein Mund bewegt sich dann leichter. Jetzt machen wir die erste Übung. Sag einen Satz wie Ich übe jeden Tag. Sag ihn langsam, dann normal, dann etwas schneller. Denk nicht nach. Spür den Rhythmus. Spür die Bewegung. Spür deine Stimme. So baust du Tempo auf. Nicht durch Regeln, durch Sicherheit, Wiederholung und kleine Schritte. Wenn du das jeden Tag machst, wirst du merken, dass dein Deutsch ganz von selbst schneller wird. Schritt für Schritt, Wort für Wort, Tag für Tag. Viele Lernende denken, langsames Sprechen sei etwas Schlechtes. Aber das stimmt nicht. Dass du langsam sprichst, zeigt etwas Wichtiges über dich. Du willst gut sprechen. Du willst klar sein. Du willst nicht irgendetwas sagen, sondern das Richtige. Das bedeutet, dass dein Gefühl für Sprache eigentlich schon stark ist. Du hast ein gutes Ohr. Du hörst, wenn etwas komisch klingt. Und genau dieses Gefühl bremst dich im Moment. Du sprichst langsam, weil du nichts falsch machen willst. Das ist kein Problem. Das ist ein Zeichen dafür, dass du sorgfältig bist. Du achtest auf deine Wörter. Du möchtest nicht durcheinander sprechen. Du möchtest nicht unsicher klingen. Viele Lernende fühlen das.
Sie wollen nicht dumm klingen. Sie wollen nicht, dass jemand sie auslacht. Sie wollen zeigen, dass sie Deutsch ernst nehmen. Und genau deshalb wird ihr Rhythmus langsam. Das ist kein Sprachproblem. Es ist ein Schutzmechanismus. Dein Kopf schützt deine Stimme. Er möchte dich sicher halten. Und das ist etwas Gutes. Es bedeutet, dass du Respekt vor der Sprache hast. Es bedeutet, dass du ein gutes Sprachgefühl hast. Es bedeutet, dass du eigentlich schon weißt, wie Deutsch klingen soll. Aber dieser Schutz bremst dich. Denn dein Kopf versucht, deine Stimme zu kontrollieren. Er hält sie fest. Er stoppt deinen natürlichen Fluss. Du kennst das. Du denkst nach, bevor du sprichst. Du prüfst die Wörter. Du überlegst 3-mal und plötzlich wird alles langsam. Das ist normal. Jeder, der eine Sprache ernst nimmt, spricht am Anfang langsam. Doch der Schlüssel ist: Dein langsames Sprechen zeigt, dass du bereit bist, schnell zu sprechen. Denn du hast das richtige Gefühl. Du möchtest richtig klingen. Du möchtest klar sprechen. Du möchtest stark sprechen. Genau das ist die Basis. Dein langsames Sprechen ist kein Fehler. Es ist der Anfang. Es ist das Fundament. Es ist der Beweis, dass deine Stimme bereit ist, schneller zu werden. Sobald du Sicherheit fühlst, wird dein Tempo von selbst kommen. Ohne Druck, ohne Angst, ohne Kampf. Dein langsames Sprechen zeigt, dass du eigentlich schon auf dem richtigen Weg bist. Viele Lernende glauben, sie müssten lernen, schneller zu sprechen. Sie denken, Tempo sei eine Fähigkeit, die man übt wie Vokabeln oder Grammatik. Aber das stimmt nicht. Du musst Tempo nicht lernen. Du musst Sicherheit fühlen. Schnelles Sprechen entsteht nicht durch Regeln. Schnelles Sprechen entsteht durch Vertrauen. Dein Mund wird nicht schneller, weil du viele Regeln kennst. Er wird schneller, weil du dich wohlfühlst, wenn du sprichst. Und genau das passiert, wenn du Sicherheit bekommst. Wenn du weißt, dass du Fehler machen darfst. Wenn du spürst, dass du verstanden wirst. Wenn du merkst, dass dein Satz nicht perfekt sein muss, dann fließt deine Stimme automatisch schneller. Du kennst das aus deiner Muttersprache. Du denkst nicht nach, du kontrollierst dich nicht. Du sprichst einfach. Du vertraust deiner Stimme. Du vertraust deinem Gefühl. Und genau deshalb bist du schnell. Dieses Vertrauen kannst du auch im Deutschen aufbauen. Schritt für Schritt, mit einfachen Sätzen, mit Wiederholung, mit Bewegung im Mund, mit ruhigen Gedanken. Wenn du dich sicher fühlst, löst sich die Spannung. Dein Kopf lässt los, dein Mund arbeitet frei
Und plötzlich wird dein Deutsch schneller, klarer und natürlicher. Nicht, weil du Tempo gelernt hast, sondern weil du Vertrauen gefunden hast. Viele Lernende sprechen langsam, weil sie zu kompliziert sprechen wollen. Sie versuchen lange Sätze zu bauen. Sie wollen viele Wörter benutzen. Sie wollen zeigen, dass sie schon viel können. Aber genau das macht das Sprechen schwer. Der Schlüssel ist einfacher sprechen, kürzere Sätze, weniger Wörter, ein klarer Rhythmus. Wenn du einfach sprichst, sprichst du automatisch schneller und natürlicher. Dein Mund bewegt sich leichter. Dein Kopf muss weniger kontrollieren. Deine Stimme fließt ruhiger. Einfaches Sprechen ist kein Zeichen von Schwäche. Es ist ein Zeichen von guter Kommunikation. Muttersprachler sprechen auch mit vielen kurzen Sätzen. Sie reden nicht wie im Lehrbuch. Sie reden klar, direkt und ohne komplizierte Strukturen. Genau das kannst du auch tun. Du brauchst keine langen Sätze, um gut zu klingen. Du brauchst klare Sätze, einfache Wörter, einen ruhigen Atem. Wenn du so sprichst, wirst du sofort schneller. Sag nicht, ich möchte gern darüber sprechen, dass ich in letzter Zeit viele neue deutsche Wörter gelernt habe. Sag einfach, ich habe viele neue Wörter gelernt. Ich möchte darüber sprechen. 2 Sätze. Klar. Natürlich. Und sofort schneller. Wenn du so sprichst, spürt dein Körper Sicherheit. Dein Kopf bleibt entspannt. Dein Mund findet seinen eigenen Rhythmus. Und genau dann beginnt flüssiges Sprechen. Leicht, natürlich und ohne Druck. Jetzt kommt die erste Übung. Diese Übung ist sehr einfach, aber extrem wirksam. Du bekommst gleich eine kurze Satzstruktur. Ein Satz, der so leicht ist, dass du ihn jederzeit benutzen kannst. Genau das macht diese Übung so stark. Du sollst den Satz mehrmals sagen, erst langsam, dann normal, dann ein bisschen schneller. Es geht dabei nicht um Grammatik. Es geht nicht um perfekte Aussprache. Es geht nur um den Rhythmus. Nur um den Klang. Nur um den Fluss. Wenn du das so machst, spürst du den Unterschied in wenigen Sekunden. Nimm einen einfachen Satz wie Ich übe jeden Tag. Sag ihn einmal ganz langsam. Spür, wie dein Mund sich bewegt. Spür deine Lippen. Spür deine Zunge. Lass dir Zeit. Atme ruhig. Dann sag ihn noch einmal, diesmal in normalem Tempo. Ganz natürlich. Ohne Druck. Und dann sag ihn ein drittes Mal, ein kleines Stück schneller. Nicht viel, nur ein bisschen. Nur so viel, dass es leicht bleibt. Hör den Unterschied. Hör, wie dein Satz sich verändert. Hör, wie dein Mund plötzlich weicher wird. Du machst dieselben Bewegungen, dieselben Wörter. Aber dein Gefühl verändert sich. Genau das ist die Magie dieser Übung.
Und jetzt erkläre ich dir, warum das funktioniert. Dein Mund lernt durch Bewegung, nicht durch Regeln, nicht durch Grammatik, nicht durch Nachdenken. Dein Mund ist wie ein Muskel. Er versteht Wiederholung. Je öfter du die Bewegung machst, desto leichter wird sie, desto natürlicher, desto schneller. Deshalb hilft diese Übung so sehr. Du gibst deinem Mund ein klares Muster, eine kleine Bewegung, eine einfache Struktur. Und durch diese Struktur entsteht Tempo. Du musst nicht kämpfen, du musst nicht nachdenken. Du musst nur fühlen, was dein Mund macht. Dein Kopf kann loslassen, weil der Satz einfach ist. Dein Körper übernimmt. Und plötzlich sprichst du schneller, ohne dass du es erzwingen musst. Wiederholung baut Sicherheit. Je öfter du den Satz sagst, desto ruhiger wird dein Kopf. Dein Mund weiß, was er tun soll. Deine Stimme findet ihren Rhythmus. Du bekommst ein Gefühl für die Sprache, nicht durch Wissen, sondern durch Tun. Und genau so entstehen natürliche Bewegungen. Genau so entsteht Tempo. Du sprichst schneller, weil du dich sicher fühlst, nicht weil du dich unter Druck setzt. Einfache Struktur bedeutet schnelleres Sprechen. Wenn du einfache Sätze benutzt, kann dein Mund frei arbeiten. Dein Körper spricht, nicht dein Kopf. Deine Stimme fließt. Du brauchst keine langen Sätze. Du brauchst keine komplizierten Formen. Du brauchst nur klare Bewegungen, kurze Wörter, ein fühlbarer Rhythmus. Das ist die Grundlage für alles. So entsteht natürliches Sprechen. Leicht, ruhig, Schritt für Schritt. Zum Abschluss möchte ich dich motivieren. Du brauchst keine komplizierten Techniken. Du brauchst keine dicken Bücher. Du brauchst keine perfekt geplanten Lernstunden. Mit kleinen Übungen entsteht Tempo. Mit kleinen Übungen entsteht Vertrauen. Nicht durch Druck, nicht durch strenge Regeln, durch Routine, durch Wiederholung, durch Sicherheit. Wenn du jeden Tag nur wenige Minuten übst, wird dein Deutsch schneller. Dein Klang wird klarer. Dein Rhythmus wird natürlicher. Du wirst mutiger. Deine Stimme wird stärker. Und eines Tages merkst du, wie deine Sätze fließen. Ohne Angst, ohne Zögern, ohne Kampf. Genau so beginnt natürliches Sprechen. Genau so beginnt dein Tempo. Du kannst das. Du bist auf dem richtigen Weg. Bleib dran. Jeden Tag ein kleiner Schritt und dein Deutsch verändert sich.